Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Sanja und fröhlichen Halloween. Heute habe ich etwas Besonderes für dich und in diesem Video habe ich einigen meiner Freunde befragt, was Halloween wirklich bedeutet, wie ist Halloween mit indischer Kultur verbindet und wir haben darüber viel gesprochen. So, hier teile ich mit dir unseren Zoom-Video-Anruf und wir haben alle diese Fragen beantwortet. So, los geht's! Hey, Wie geht's, Wie Leute? geht's? Wie geht's gut, alle? gut, Alles gut. läuft gut, läuft gut. Heute bin ich Und sehr ängstlich. Warum? Warum? Heute ist der 31. Oktober. Und was ist heute na besonders? und Halloween, Leute. Halloween. Halloween. Bist du Genau. einer Ja, Party? das stimmt. Nein, also ich habe nicht eine gute Party gefunden. Ja, Hm. aber dieses Jahr gibt es auch keine Party. Halloween-Party. Ah, Covid, ja. Ich habe etwas für euch. Ich habe etwas vor. Oh, Okay, so, Oh. also ich möchte wissen, wie viel ihr über Halloween wisst. okay. Oh, Okay. Ich freu mich. Das geht. Ja, so ich habe einige Fragen für euch und ihr müsst alle Fragen antworten. Okay? Wir wissen. Ja, okay. Ja, wir sehen, wie viel ihr wisst. Aha. Okay. Los geht's. Okay. So, die erste Frage ist, woraus stammt Halloween? Ja, wo wurde Halloween zum ersten Mal gefeiert? Hm. Ist jemand? Ich kann das beantworten. Halloween eigentlich, es gibt zwei Stammen sozusagen. Also eins ist in der keltischen Kultur und eins ist in der christlichen Geschichte. Also wie wir Halloween heute wissen, ist das All Hallows Day oder All Hallows Eve. Es gibt 3 Tage, an denen dann alle Santen und die Geister, also die Leute, die dann gestorben sind, die sind dann geehrt und auch dann, man erinnert sich an sie. Und es gibt, ja. Oh, aber in der keltischen Kultur war es ein bisschen anders. Und es war immer am Ende des Sommers und am Beginn des Winters. Und man hat das so geglaubt, dass es wäre einfacher für die Geister und für die Seele aus der anderen Welt hierher zu kommen. Und so, dass sie nicht Schaden verursachen oder also so, dass man alles so dass alles in Ordnung immer noch bleibt, hat man dann im Essen und Trinken dann ihnen angeboten sozusagen und mit allen diese Kerzen auch. Also damals waren sie in Rüben, weil dann es geglaubt wurde, dass das diese Seele repräsentierte. Und Das ist interessant. ja. Aber auch über keltischen Tradition gehört, aber sehr detailliert wusste ich nicht. Okay, super. So, meine zweite Frage kommt jetzt. Und die Frage ist, was ist die Wichtigkeit von Halloween? Und gibt es irgendwelche Gründe, warum wir Halloween feiern? Ja, ich weiß das. Also ich habe darüber gelesen. Wir feiern so Halloween oder ähnliche Feste in anderen Kulturen auch, um die Toten zu ehren und daran zu erinnern. Es wird als die Zeit angesehen, in der die Toten das Land der Lebenden besuchen und die Lebenden segnen, um ein erfülltes Leben zu führen. Also es werden viele Geschichten und Anekdoten über die Toten erzählt, um die Kinder und auch um die also viele Familienfreunde und sowas. Und der Grund, also diese Geschichte zu erzählen, ist den Fortschritt und die möglichen Fehler, die die Vorfahren möglicherweise gemacht haben, über die Fehler zu unterrichten und die Fortschritte zu sagen. Also das ist der Grund, warum wir Halloween feiern.
Gut, super. Und ich habe noch eine Frage. Und meine dritte Frage ist, gibt es welche anderen Kulturen, wo Halloween gefeiert wird? Also außer Christen und Christen etwas anderes? Oh, ich melde mich dafür. Ja. Also, ich habe es dann gehört. Also in vielen anderen Ländern wurde nicht direkt Halloween, sondern ähnlicherweise Feste gefeiert. Mhm. Länder wie Japan, Mexiko, Spanien. Aber besonders gefällt mir diesen aus Mexiko, die Dia de los Muertos hieß und jetzt auch heißt. Der Tag der Toten ist also keine mexikanische Version von Halloween. Oh. Aha. Obwohl die beiden Feiertagen verwandt sind, unterscheiden sie sich in vieler Traditionen und ihren Atmosphäre sehr voneinander. Gerade gilt Halloween eine kommunistische, gesellschaftliche Nacht des Schreckens und Unheils. Und es ist dann ganz frisch war und so weiter. Aber Dia de Muertos wird mit einer Farbenexplosion gefeiert. Die Feiernden stellen farbenfrohe Kostüme und Make-up und veranstalten die Festumzüge und Partys auf den Straßen. Singen, tanzen und sogar eine spezifische Speisekarte gilt zu diesem Fest. Und das Thema ist natürlich der Tod. Aber der Sinn und Zweck des Ganzen ist es, wie Pura gesagt hat, mit Liebe und Respekt die Verstorbenen zu erinnern. Ja? Ja, also ich glaube, die Mexiko-Tradition ist also schöner als keltischen. Also sie singen und tanzen auf der Straße. Ja, So man sieht in Indien also das gar nicht. Ne? ja, So, also stimmt. dazu führt meine nächste Frage und Frage 4. Das ist also, können wir Halloween also irgendwie mit indischer Kultur verbinden? Oder gibt es etwas Ähnliches in Indien? Doch, vielleicht melde ich mich. Ja, bitte. Ja. Wir feiern auch diesen 16-tägigen Feier, das wir als Pitru oder Paksha Bandroda nennen. Ja. Aber wieder die Art und Weise ist anders. Wir haben Schrad zum Beispiel zu Hause. Genau. Wir beten wieder Essen unseren toten Vorvätern. Und man macht keine neuen Einkäufe während dieser Zeit auch. So man nimmt richtig Zeit, um den Toten zu ehren und wieder, wie Purva gesagt hat, über ihre Fehler, wie man weiterleben soll, darüber Gedanken zu machen. Übrigens, was Jared gesagt hat, erinnerte mich an einen Film von Disney namens Coco. Und das war so ein schöner Film mit so vielen Farben, Gesang, Essen. Ja. Und was gibt es in diesem Film? Ich habe also nie gehört, nie gesehen. Kannst du ein bisschen erläutern? Das ist eigentlich ein Film und Coco ist eigentlich ein Name, die Hauptfigur heißt Coco. Und sie haben diesen Fest, wo die Toten zu den Lebenden kommen, um das zu feiern, was sie halt gesagt hat. Und es gibt dieses Mythe, dass wenn man die Toten nicht mehr, ihre Fotos nicht mehr liegt und an denen nicht mehr denkt, dann gehen sie einfach sie verschwinden total. So, und Coco möchte, dass er eine bestimmte Person dann im Gedächtnis nimmt und hält, damit sie nicht stirbt. Und wer diese Person ist, dafür sollt ihr den Film sehen. Oh. Ach so. Ja. Ja, also die Toten zum Leben kommen. Ich musste dazu etwas addieren. Wenn eine Person tot ist, also die Person, der Tod ist, geht nicht weg. Ja. Ja.
und bleibt in Pitralok. Mhm. Und während dieser Zeit, während Shraddh und Pitra Paksh, also die physische Welt, unsere physische Welt und dieser Pitralok kommen näher zueinander. Mhm. Deswegen besonders feiern, also besonders erinnern wir uns an unsere Vorväter während dieser Zeit. Ach so. Pitralok und physische Welt so näher zueinander sind. Ja. Ja. Das ist ähnlich wie Samhain, ja, also diese Verbindung zwischen der verstorbenen Seelenwelt und unserer Welt ist dann, also sie sind nahe gekommen an diesem Tag. Ja. Ja, genau, genau. So interessant, ne, das zu sehen. Und ja, Ha. Sandra, was denkst du, wie feiert man heutzutage? Was denkst du über Halloween jetzt? Okay, also ich glaube, in Indien gibt es kein Konzept für Halloween, aber ich habe ein bisschen darüber. Also nach meiner Meinung, Halloween bedeutet, negative Energien zu feiern. Also mit negativen Energien meinte ich die Geister. Ja. Das sind eine Form von negativer Energien. Ne? Sie sind immer so betrachtet, ja. Ja, genau, genau. Und zum Beispiel, früher hatten alle Angst von den Geistern. Aber jetzt sind wir daran so gewöhnt, deswegen feiern wir diese Halloween sehr offen, right? Mhm. So, Ja. also wir haben das akzeptiert, dass die Geister existieren. So ähnlicherweise sind unsere negative Emotionen, wie zum Beispiel Eifersucht, Ärger, Stress etc. Sie sind eine Form von Halloween in uns. Mhm. Wow. Diese Ja. Emotionen sind sehr stärker und die sind sehr stärke Energien und wir können es entweder in uns versinken lassen oder es in eine bessere Richtung lenken. Also Ach so. Ja. über Halloween. Und um diese negativen Energien und Emotionen zu beseitigen, wir sollen diese Emotionen auch offen feiern und akzeptieren, die uns da sind. Nur dann können wir sie beseitigen. Ja. Ja. Okay. Was denkt ihr darüber? Ja. Besonders, was dann unsehbar ist meistens fürchterlich, ne? So, was nicht Ja. gesehen wird. Man hat Angst davor. Und dann Genau. es ist dann einfacher, diese zu akzeptieren, wahrzunehmen und dann weiterzugehen. Ja, Genau. stimme voll. Also ich glaube, am wichtigsten ist, dass diese Emotionen zu erkennen. Mhm. Zum Beispiel, ich fühle mich jetzt eifersüchtig und ich muss das erkennen, um Mhm. Genau. zu beseitigen. Genau. Ja? Man soll das akzeptieren, bevor man weitergehen kann. Also, Ja, genau, bevor man weitergeht. So, Also der Mensch, ja, der Mensch ist, was der Mensch ist, und wir Genau. müssen das akzeptieren und darauf also bauen, ne? Diese gute Energien, gute positive Sachen darauf bauen, akzeptieren und darauf bauen. Geschichte. Und also feiert ihr auch Halloween heute? Was habt ihr etwas vor? Also Ashu sieht schon bereit aus. ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, es gibt keine Party und ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Freunde treffen kann, aber ja, versuchen wir. Ja, wir versuchen. Ja, vielleicht in der Nacht gibt es was Besonderes. Ich weiß nicht. Ja. Oh, also ist auch jetzt bereit. Ja, Ja. Kurt schläft in der Nacht und deswegen können wir. Ich schaue mir vielleicht einen Horrorfilm. Horrorfilm, ja, also ich habe Angst. Also jetzt auch habe ich Angst vor. Aber ich versuche etwas zu sehen. Also ich kann sehen Horrorfilme, aber in der Nacht, also habe ich dieses Gefühl, dass die Geister sind hier unter meinem Bett. Ja. Dann sie umarmen. Dann sie Ja. Die Nacht ist lang und angstvoll. Also. Ja. Okay.
So, jetzt machen wir Schluss. Okay. So, danke schön, vielen Dank. Ich freue mich sehr über das ihr da wart und das war eine sehr interessante Diskussion. Ja, Danke Ich für hoffe, die unsere Einladung. Zuschauer genießen das auch und Happy Halloween alle. ja, fröhlichen. Halloween. Fröhlichen und Halloween. fruchtbar. Simon. Okay. Wir treffen uns jetzt später. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, das war alles für heute und ich hoffe, dass du dieses Video genossen hast und noch einmal einen schönen, fröhlichen Halloween. So, bitte teilt dieses Video mit deinen Freunden und schreib deine Feedbacks in den Kommentarbereich. So, wir treffen uns wieder bald und bis dann. Tschüss.